Hallo zur Fernwehrsendung und hallo aus Schweden, genauer gesagt aus Südschweden. Eine Region, die mich wirklich schon seit meiner Kindheit prägt und das, obwohl ich noch nie hier gewesen bin. Der Grund ist Astrid Lindgren. Die ist nämlich hier in Südschweden aufgewachsen und viele ihrer Geschichten sind genau hier entstanden. Nicht nur die Bücher, sondern auch die Filme und die Serien. Das bedeutet, wenn wir hier mal so ein bisschen durch die Gegend fahren, müssten wir doch eigentlich die ein oder andere Filmkulisse entdecken, oder? Das schreit förmlich nach einer kleinen Entdeckungstour. Es gibt einen kleinen Kniff, den man wissen sollte, wenn man sich auf die Suche macht nach den Drehorten von Astrid Lindgren. Denn die Orte, die sie in ihren Büchern und Filmen beschreibt, die gibt es oftmals tatsächlich. Zum Beispiel den hier. Lönneberga. Aber wenn man dann mal tatsächlich in den Ort reinfährt, wird man relativ schnell feststellen, das hat irgendwie so gar nichts mit der Welt von Michel zu tun. Es gibt dort eine große Hauptstraße, es gibt dort Fastfood-Restaurants, aber irgendwie nicht diese kleinen urigen Häuser, die man so aus der Serie kennt. Aber wenn sie nicht in Lönneberga sind, wo sind sie denn dann? Die Antwort lautet Gibberit. So heißt der Ort, in dem Michel aus Lönneberga tatsächlich gedreht worden ist. Und wir rollen ganz allmählich drauf zu. Noch 2,3 Kilometer. So, rechts abbiegen, sagt er. Und ja, tatsächlich, da steht auch schon ein Schild. Ah, könnt ihr sehen? Kathult. Der Kathulthof. Da ist er. Ja, hier werden wir offenbar parken müssen. Das ist der Autoparkplatz. Ja, dann bin ich mal gespannt. Da oben, ich sehe schon die roten Hütten. Da oben ist es. Ich freue mich schon. So, da sind wir schon. Kathult. Guck mal hier. Da, zum Beweis. Es ist wirklich Kathult. Und da oben ist das Dorf. Aber hier sieht man auch schon so eine Koppel oder so eine Wiese, wie auch immer man das nennt. Ich glaube, die war auch schon Teil der Drehorte, weil es gibt diverse Szenen, wo die irgendwie die Kühe durch die Gegend getrieben haben oder Pferde auf der Koppel hatten oder irgendwie Heu geerntet haben oder was auch immer. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch hier irgendwas davon gedreht wurde. Und ja, jetzt gehen wir aber mal wirklich nach oben und dann müssten wir auf jeden Fall einige bekannte Drehorte sehen. Also dieser Schotterweg hier, da wurde sicherlich auch einiges gedreht, als sie mit der Pferdekutsche nach oben und unten gefahren sind, wenn Gäste kamen. Die feine Frau Pitrell. Kennt ihr die noch? Die wollte mal die Wurst haben. Ja, naja, eine Kutsche könnte ich jetzt auch gebrauchen. Na ihr? Läuft's? Ja, muss, ne? Ja, genau. Zur Begrüßung erstmal schön. Ja. So ist es, ne? Ja, was raus muss, muss raus. Leute, das war ein Fail. Ja, du guckst so recht bescheuert. Ja, ich war hier schon mal, ich weiß. Ja, ich gehe nur wieder zurück. Ja, also da hinten ist nicht Kathult. Hätte man wissen können, weil der Pfeil ja auch nach da gezeigt hat und nicht nach da. So, es waren einfach andere rote Häuser mit dem Fahnenmast, aber es sind nicht die Drehorte. Egal, wir versuchen es nochmal. Warum bin ich diesen Berg hochgelaufen? Okay, here we go. Ich glaube, das ist doch eher Kathult, hä? Oh, ist das schon der Hof? Und das hier ist auf jeden Fall der richtige Schotterweg, wo Frau Pitrell hergefahren ist mit der Kutsche. Guck. Ja, das sieht mir doch nach Michel aus. Hier die Weidezäune. Ach Gott, ist das schön. Hallo. Tada. Und das ist er dann wohl tatsächlich. Der Hof Kathult. Und direkt daneben, in unmittelbarer Nähe, der Holzschuppen, wo Michel seine Männchen geschnitzt hat. Der ist jetzt natürlich geschlossen, weil wir hier außerhalb der Saison angereist sind, aber wir können ja mal versuchen, einen kleinen Blick durchs Fenster zu erspähen. Ja, man sieht nicht viel, aber da oben, seht ihr das? Guck mal da. Da sind sie, die Männchen, die Holzmännchen von Michel. Ach Gott, ist das schön. Ich fühle mich wieder wie so ein 5-Jähriger.
So, hier einmal zum Vergleich. Das ist der Katholdhof aus der Serie. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, jo, sieht ähnlich aus. Da ist sogar die Fahne, ne? Kennt ihr noch? Wo Ida hochgezogen wurde. Und was man sieht auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das hier auch schon eine gelbe Tür war, aber auf jeden Fall ist dieser Wintergarten ein kleines bisschen anders. Ne? Da sind mehr Fenster drin als hier in der Serie. Da ist er noch so rot zugebaut. Das haben sie offenbar irgendwann mal neu gemacht. Der Rest ist weitestgehend gleich. Hier rechts läuft Michel mit seiner Mutter raus auf dem Weg Richtung Holzschuppen, der ja hier ist. Das ist wirklich einfach exakt so wie damals. Wahnsinn. So, hier nochmal so eine andere Perspektive aus dem Intro. Das müsste von hier gefilmt worden sein. Ja, wahrscheinlich ein Stückchen hier runter. Da sieht man hier links den Zaun vom Katholdhof, rechts den Schuppen mit den Männchen. Ah, guck mal, genau. Ja, da ist der Zaun, seht ihr? Rechts der Schuppen mit den Männchen. Von da ist Michel runtergekommen im Intro. Und der Vater ihm hinterher und dann zack hier schnell eingeschlossen in den Schuppen. Und auch hier in dieser Szene sieht man, dass ein kleines bisschen was anders gemacht worden ist. Nämlich hier das Tor ist jetzt weiß, das war früher rot. Aber die weißen Pöller sind geblieben. Ja, interessant. Da läuft da der Michel und der Vater hinterher. So, diese Perspektive vom Katholdhof ist auch noch ganz interessant, denn die müsste ungefähr von hier gefilmt worden sein. Das kommt so ungefähr hin, wahrscheinlich ein kleines Stückchen weiter weg, aber genau hier sieht man die Weidezäune. Da kann man jetzt wohl nicht hinterher, aber naja, guck mal, ein Teich. Genau, hinter dem Weidezaun, da sind dann die Kühe hinter gewesen und dann aus dieser Perspektive der Katholdhof und rechts dieses Nachbarhaus da, das verdeckt dann den Schuppen. Das hier ist vermutlich irgendwann danach mal dazu gekommen, weil das sieht mir nicht aus, als wäre es damals erbaut worden. Das ist irgendwie neu. So, und hier noch eine wichtige Szene. Frau Pitrell fährt von dannen mit ihrem Hut und mit ihrer Kutsche. Das muss hier gewesen sein, denn da sieht man den Zaun. Jupp. Und den Weg, der hinten in den Wald reinführt. Guck mal, der Baum könnte sogar noch der gewesen sein, oder? Ja, der Busch. Der Busch ist sogar auch noch da. Sieht ein bisschen zerrupft aus. Ja, dahinter war auch mal wohl mehr Grün. Aber naja, gut. Das ist auf jeden Fall der Weg gewesen. Den Weg weiter läuft dann, sieht man auch das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Diese klassischen Wege, wo die mit ihrer Kutsche hergefahren sind. Guck, das ist er. Auf jeden Fall. Und da ist auch einer. Das sind so diese typischen Kutschwege mit den Weidezäunen. Hier ist auch einer zu sehen. Ich glaube, das ist er sogar. Ja, guck mal hier. Da sind die Weidezäune an der linken Seite. Hier links ist der Weidezaun. Seht ihr das? Ja, der Wald ist dahinter. Und da sitzen sie alle hier. Die spießige Dorfgemeinschaft auf dem Weg nach Kathold. Ja, die werden was erleben, wa? Ach, ist das herrlich. So, wir wechseln die Filmlocation. Und zwar fahren wir jetzt von Lönneberger nach Bullabü. Es geht hier durch einen dichten Wald und angeblich sind es noch 1,8 Kilometer, dann sind wir angeblich da. Man muss auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier irgendwie so ein Ole oder so ein Lasse über die Straße rennt. Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Okay. So, und da ist auch schon ein Schild. Bullabü und ein Parkplatz links. Jetzt bin ich ja mal wirklich sehr gespannt. Ah ja, und hier rechts. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Allerdings, man sieht es auch. Bullabü, ja guck.
So, angekommen in Bullabü. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es gibt hier so einen kleinen Parkplatz, auf dem man parken kann. Hier an der Straße ist das Parken nicht erlaubt. Und da hinten ist so eine kleine Box, wo man 50 Kronen reinwerfen kann. So als Parkgebühren und als Eintritt zu dem Dorf. Ja, und wenn ihr hier schon mal guckt, wir laufen direkt auf Bullabü zu. Hier sind direkt schon so kleine Milchkannen. Auch dieses Dorf hier, diese Siedlung, ist bewohnt. Das ist alles im Privatbesitz. Hier wohnen tatsächlich Leute in den Höfen. Das heißt, wir versuchen uns mal nicht ganz so Touri-mäßig zu verhalten. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob wir die Film-Locations wiederfinden. Das hier ist eine berühmte Szene aus dem Intro von Wir Kinder aus Bullabü. Das sind die 3 Höfe, auf denen die Geschichte spielt. Und wenn wir schon mal hier gucken, aha, das sieht schon mal recht ähnlich aus. Wie wir hier sehen, der rechte hier, das müsste der hier sein und daneben die 2 anderen. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo haben sie das gefilmt? Gehen wir ein kleines Stückchen zurück, glaube ich. Hier ist übrigens diese Scheune, ich glaube auch die kennt man aus den Filmen. Da haben die Kinder, glaube ich, irgendwie auf dem Heuboden gespielt. So, guck mal, das sieht doch wirklich sehr vertraut aus, oder? Wenn wir jetzt hier mal so zum Vergleich das Intro davor halten, das sind tatsächlich die 3 Höfe aus Wir Kinder aus Bullabü. Die Hühner da unten, die man da sieht, die sind heute nicht mehr da. Die Bäume sind auch fast dieselben. Selbst die Tore. Das linke Tor ist immer noch ein weißes und das rechte haben sie irgendwann offenbar durch ein graues Metalltor ersetzt. Das ist doch wunderschön, oder? Auf dieser Wiese hier müsste sich eigentlich auch eine Menge abgespielt haben. Wenn wir nämlich mal hier schauen, da gab es immer so Szenen, wo die irgendwelche Feste gefeiert haben oder wo die irgendwie geerntet haben und so weiter und so fort. Im Hintergrund immer die roten Häuser. Ich vermute stark, dass sich das alles auf dieser Wiese hier abgespielt hat und dann mit Blick auf Bullabü. Was mich auch noch brennend interessieren würde, ist ja diese Hütte hier. Kennt ihr die noch? Das ist die von diesem Schuster, von dem bösen Schuster, der Herr Nett heißt. Da ist so eine Hütte, aber ich glaube nicht, dass die das ist. Ich möchte jetzt auch nicht zu nah ran, weil das scheint mir irgendwie so ein Ferienhaus tatsächlich zu sein oder sowas. Ich glaube nicht, dass da jemand wohnt in so einem kleinen Ding, aber es kommt dem schon sehr nah. Aber nee, das ist das nicht. Guck mal, das ist viel kleiner. Herr Nett, der hatte ja auch so einen bösen Hund, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hier sieht man übrigens auch noch so Überreste, würde ich es fast nennen, von diesen Weidezäunen. Die haben ja auch immer eine ganz große Rolle gespielt in den Filmen. Hier in Bullabü, da sind die Kinder ja mal drüber geklettert und haben dann irgendwelche Faxen gemacht. Was mich ja schon immer wieder erstaunt, das ist hier alles viel kleiner, als es im Film tatsächlich aussieht. Da sieht man ja immer dieses riesige Areal, wo die Kinder die ganze Zeit rumtoben. In Wirklichkeit sind das hier wirklich 3 Häuser und ein paar Höfe, sehr eng zusammengequetscht auf einen so einem kleinen Fleck. Also erstaunt mich immer wieder. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Bullabü. Hier hinten habe ich nämlich gesehen, geht noch so ein Weg entlang. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach den Szenen drumherum, ne? Also diese Szenen, die nicht die nicht sofort ins Auge stechen. Was mich auch noch brennend interessieren würde, ist ja das hier, dieses Areal. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das ist ja diese Wasserwiese, diese überschwemmte Wiese des Schusters Herr Nett. Und da sind die irgendwie draufgelaufen, weil sie da irgendwie einen Piratenschatz oder sowas finden wollten. Weiß der Geier, ich weiß es nicht mehr genau. Aber diese Insel war auf jeden Fall da hinten. Da war so eine matschige Wiese und die Insel da hinten. Und dieses Areal, das sieht schon so aus. Da hinten könnte diese Insel sein. Davor ist eine Wiese. Wenn man sich jetzt mal das Wasser dazu denkt, das könnte schon hinkommen. Und hier vorne sind ja so Weidezäune. Hier sind jetzt so Stromzäune. Gut, alles ein bisschen moderner, ne? Aber das könnte schon passen. Ja, und dann interessiert mich ja noch brennend die Fleischwurstszene. Kennt ihr die noch? Da sind die beiden Mädels irgendwie losgegangen, weil sie einkaufen wollten und haben irgendwie jedes Mal die Fleischwurst vergessen. Irgendwie so war das. Ja, das ist nicht der Weg. Der sieht zwar ähnlich aus, aber es fehlt einfach die Weggabelung. Es fehlen... Ja, diese Weggabelung, genau, das war das Ding. Immer an der Weggabelung haben sie irgendwas vergessen und sind nochmal zurückgerannt. Das sieht schon alles ganz ähnlich aus hier, aber das ist es nicht. Ja, das ist jetzt hier der hintere Teil von Bullabü. Keine Ahnung, ob das auch mal irgendwie in den Filmen zu sehen war. Das Haus vom Schuster Herr Nett, das habe ich aber immer noch nicht gefunden.
Leider nicht. Hier sieht man aber alles bewohnt. Ne? Das ist tatsächlich ein Hof, der auch bewirtschaftet wird. Ja, aber Herr Nett bleibt verschollen. Machst du nix. So, jetzt versuchen wir mal noch einen ganz wichtigen Drehort zu finden. Und zwar diesen See hier. Der kommt in diversen Szenen vor, bei Wir Kinder aus Bullabü. Da wird gespielt, wird mit einem Boot rüber gefahren, was weiß ich, hast du nicht gesehen. Angeblich ist dieser See hier ganz in der Nähe. Und das sieht man hier auch. Da ist tatsächlich ein See, der See Mosjön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das, wenn wir da gleich hinfahren, wiedererkennen. Hier ist so ein kleiner Weg, habe ich gerade gesehen. Da kann man reingehen. Und da ist auch schon Wasser zu sehen. Ruderboote. Ja, und das ist er wohl tatsächlich. Der bekannte Bullabü-See. Ach, was schön. Es gibt noch einen wichtigen Ort, den ich euch zeigen muss. Der Ort, an dem alles begann, nämlich Astrid Lindgrens Elternhaus in der Stadt Vimmerby. Da kann man sogar normalerweise auch rein, ist in diesem Jahr leider Corona-bedingt nicht möglich, muss uns aber auch nicht interessieren, denn viel interessanter ist das, was neben dem Elternhaus von Astrid Lindgren steht. Das ist das, was ich meine. Moment, man sieht noch nicht besonders viel, aber wir gehen mal um dieses Gestrüpp drumherum. Aha, guck mal da. Das ist der sogenannte Eulenbaum auf dem Grundstück von Astrid Lindgrens Elternhaus. Das ist eine uralte Ulme, die innen drin offenbar hohl ist. So, und da hat Astrid Lindgren damals mit ihren Geschwistern drauf gespielt. Und vielleicht kommt euch das ja so ein kleines bisschen bekannt vor. Denn es gibt so einen Baum auch in einer Geschichte von Astrid Lindgren, nämlich Pipi Langstrumpf. Da gibt es einen sogenannten Limonadenbaum, aus dem Limonade wächst. Und der ebenfalls innen hohl ist und wo Pipi und ihre Freunde drauf spielen. Ja, und dieser Baum hier soll als Vorlage für den berühmten Pipi Langstrumpf Limonadenbaum gedient haben. So, das war mein kleiner Ausflug in die Welt von Astrid Lindgren. Es hat richtig Bock gemacht, muss ich echt sagen, aber ich habe mit Sicherheit nicht alles gesehen, was man hätte sehen können. Deswegen seid ihr jetzt gefragt. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr weitere Drehorte von Astrid Lindgren kennt, gerne auch mit Adresse oder Koordinaten oder irgendwie sowas. Das wird sicher nicht der letzte Schweden-Ausflug gewesen sein und ich habe super Lust, den Rest auch noch zu sehen. Also gerne eure Tipps in die Kommentare. Zum Beispiel, wenn ihr wisst, wo das Haus vom Schuster ist. Ich habe es bis heute nicht gefunden und ich würde es total gerne wissen. So, das war's aber erstmal für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert die Fernwehrsendung, drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Patreon-Link. Da könnt ihr draufklicken und mich so unterstützen. Das war's für heute. Ich sag Tschüss und bis zur nächsten Reise.